Salü und herzlich willkommen bei Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie ihr seht, meine Kopfbedeckung ist welche. Ich war einer der Glücklichen, die sehr schnell irgendwie einen Termin bekommen haben. Und an dem Salü habt ihr vielleicht auch gemerkt, wo wir uns heute befinden. Wir sind in Frankreich. Französische Küche. Und zwar ein Klassiker. Wir machen heute Coq au vin. Ist das richtig ausgesprochen? Coq au vin? Ich glaube. Und wie wir das machen, werdet ihr jetzt sehen. So, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich morgen erzählt, was ich heute tue. Also heute wäre dann gestern und für mich ist heute, also morgen ist dann heute quasi und ihr versteht, was ich meine. Also wir marinieren heute das Hähnchen und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich werde heute neben den üblichen Hähnchenkeulen noch Hähnchenbrustfilet benutzen. Und außerdem benutze ich keine Hähnchenkeulen, sondern Hähnchenunterschenkel. Die sind kleiner, aber irgendwie auch pfiffiger, finde ich. Und ich denke, das wird ganz gut. So, die Hähnchenunterschenkel, die werden wir noch enthäuten. Und diesmal machen wir mal die Haut weg. Dann brauchen wir noch Thymian, den Marlower Gartenlorbeer, 250 Gramm Rotwein und ein bisschen Gemüsefond, beziehungsweise ich habe hier Geflügelfond. Und dann geht's auch schon los. Und wir brauchen noch so eine Zipperbeutel. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Bei den Hähnchenbrustfilets schneiden wir hier so die unangenehmsten Sachen einfach mal ein bisschen ab. Und dann verschwindet das schon mal im Beutel. So, die Haut, die nehmen wir ab. Natürlich, weil die sehr fettreich ist. Aber auch damit die Marinade gleich richtig ans Fleisch kommt. Und das würde mit der Haut nicht so gut funktionieren. Ich habe gerechnet 2 Unterkeulen oder eine komplette Keule für eine Person. Für 4 Personen kann man also rechnen 4 Schenkel, 8 Unterschenkel insgesamt. Ich habe ein paar mehr und auch die Hühnerbrustfilets, um das mal auszutesten. Und insofern nehme ich auch etwas mehr Marinade, sage aber die Maße für 4 Personen an. Und zwar wären das 250 Milliliter Rotwein, 150 Milliliter Gemüsefond, 2 Blätter Marlower Kräuterlorbeer, den Gartenlorbeer. Man kann zur Not natürlich auch einen anderen Lorbeer nehmen. Und 2 Zweige Thymian. So, ich mache jetzt, da ich ein bisschen mehr habe, auch noch ein bisschen mehr rein. Und das war's schon an Marinade vorbereiten. Und dann werden wir das alles hier reinfüllen. Schön das Hemd beträufeln. Gut. Die Luft so ein bisschen rausdrücken.
Gehst du rein, ne? So. Also. Luft. So. Und dann kommt das über Nacht in den Kühlschrank. Und wir sehen uns morgen wieder. So, gestern haben wir die Hähnchen schon eingelegt. Das sind Hähnchenunterschenkel und Hähnchenbrustfilets. Und heute geht es darum, das Gemüse fertig zu machen, klein zu schneiden, das Hähnchen dann anzubraten und das Gericht fertig zu kochen. Dazu mache ich heute diesmal Rosmarinkartoffeln, die sind beim letzten Mal, haben die irgendwie gefehlt. Und ich habe immer noch Bock drauf, also gibt es Rosmarinkartoffeln dazu. Normalerweise einfach Salzkartoffeln mit ein bisschen Petersilie drüber, Petersilienkartoffeln. Was wir dafür brauchen ist, neben unseren Hähnchen, Folgendes. Eine große Zwiebel, wobei ich denke, es reicht eine halbe Zwiebel. Wir brauchen 250 Gramm Champignons, 20 Gramm Mehl. Wir benötigen 3 Knoblauchzehen. Wir benötigen weiter eine Petersilienwurzel. 150 Gramm etwa hat die. 500 Gramm Möhren. Ich habe hier noch ein bisschen Stangensellerie. Den werde ich auch klein schneiden noch dazugeben. Der steht allerdings nicht im Rezept drin. Wir brauchen zum Schluss noch Schalotten. 4 Schalotten. Die halbieren wir uns. Die werden wir dann so ein bisschen mitkochen noch. Wir brauchen einen halben Teelöffel Paprikapulver. 1 Esslöffel Tomatenmark. 2 Teelöffel Olivenöl. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Das Gemüse werden wir in kleine Würfel schneiden, die Champignons in Scheiben oder halbieren, das wird reichen. Die Schalotten halbieren wir auch. Und dann werden wir als erstes in einem Breiter oder in einem Topf, am liebsten hätte ich es tatsächlich draußen auf dem Grill gemacht und dann im Dutch Oven. Das Wetter. Da werden wir jedenfalls das Hähnchenfleisch anbraten, kurz rausnehmen, dann das Gemüse anbraten, das Hähnchen wieder zurück, wenn wir so ein paar Röstaromen haben und mit der Marinade von dem Hähnchen alles ablöschen. Und dann etwa 25 Minuten kochen lassen. Und dann ist auch schon fertig. You're a guilt trip, feeding me with all these lies. I feel sick. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Are you texting me to tell me that I'm shit? Why are you still going on about things I never did? Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case you think should be alone. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep 'cause of you. But I still have my friends, don't want you. Ich habe schon öfters gezeigt. Bei der Knoblauchzehe nehmen wir hier diesen Keim raus. Der erspart unseren Mitmenschen diesen unangenehmen Geruch am nächsten Tag. I can't change the things that happen. I know my head's not right, right. I wish that I could be somebody that's good enough for you. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. So, der Breter ist jetzt vorgeheizt. Dann geben wir das Öl hinzu und braten unsere Hähnchen an. Die haben eine schöne Farbe angenommen. Gefällt mir gut. Röstaromen, wie man sie sich vorstellt. Wenn das Fleisch fertig angebraten ist, dann geben wir das Gemüse dazu.
und braten das auch mal an. Und zu dem Gemüse geben wir gleich das Tomatenmark noch hinzu und lassen das auch etwas anrösten. Somit verliert das Tomatenmark so ein bisschen den Tomatengeschmack und die Säure wird minimiert, aber wir kriegen eine schöne Farbe damit. Wenn das Wurzelgemüse ein wenig angebraten ist und ein paar Röststoffe entwickelt hat, geben wir auch die Champignons dazu und lassen die auch ein wenig mitrösten, um das Ganze jetzt gleich mit der Marinade abzulöschen. So, und dann geben wir die Marinade wieder hinzu. Schön vorsichtig. Lorbeerblätter und den Thymian auch. Der Beutel kann der Umwelt zuliebe ausgewaschen werden. Und das Hähnchenfleisch legen wir jetzt hier überall rein. Leider hat uns die Kamera gerade im Stich... Leider hat uns die Kamera gerade im Stich gelassen. Bevor die Marinade da reinkommt, kam noch das Mehl über das Gemüse und wurde auch ein bisschen mit angeröstet. Und dann kam erst die Marinade darauf. Irgendwie war die Aufnahmetaste nicht betätigt. Jetzt ist alles drin. Und jetzt geben wir das bisschen Paprikapulver noch darüber und lassen das Hähnchen jetzt etwa so 25 Minuten kochen. Darauf freue ich mich jedes Mal. C'est bon. Magnifique. Nein, super, super lecker, echt. Ihr solltet das mal nachmachen. Und so groß ist der Aufwand tatsächlich ja gar nicht. Nur, dass man einen Tag vorher schon dran denken muss. Aber das Fleisch zu marinieren geht ja letztendlich auch relativ schnell. Das ist in einer halben Stunde oder Viertelstunde ist man damit durch. Also, meine Empfehlung. Insgesamt sind wir heute bei 6 Dingster. Mit Kartoffeln, also insgesamt heißt ohne Kartoffeln, mit Kartoffeln sind es dann 9 bzw. 10 Dingster, je nachdem wie viel Kartoffeln man natürlich isst. Ja, zu den Keulen und zur Putenbrust. Wer so auf Putenbrust steht, er sollte ein bisschen warten, bis er die mit reinmacht. Die brauchen nicht so lange. Die wird sonst zu trocken. 10 Minuten später, also dass die nur 15 Minuten mitkocht, das reicht völlig aus. Mir sind Keulen lieber, die sind ein bisschen saftiger, schmeckt mir besser. Eure Entscheidung. Guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte heute meinen Spaß. Ich freue mich über jeden Kommentar. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Zu den Kommentaren, ihr könnt mir natürlich Fragen stellen und ich werde sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Carsten. Bleibt gesund. Ciao.